Hallo und herzlich willkommen bei Places for You. In diesem Jahr präsentieren wir euch die Heidelberger Highlights. Ich bin Sophia und heute zeige ich euch eines der beliebtesten Ausflugsziele, nicht nur in Heidelberg, sondern in der gesamten Rhein-Neckar-Region. Wir wandern den Philosophenweg entlang, besuchen den Heidelberger Liebestein und spazieren über die alte Brücke. Macht euch auf wunderschöne Naturaufnahmen und einen grandiosen Ausblick über die gesamte Heidelberger Altstadt gefasst. Los geht's! Da wir während unserer Dreharbeiten mit anderen Menschen in Kontakt kommen, möchten wir natürlich kein Risiko eingehen und haben daher nicht nur mich testen lassen, sondern alle an diesem Video beteiligten Personen. Während hinter der Kamera noch Masken getragen werden, habe ich meine Maske jetzt mal abgenommen, solange ich ausreichend Abstand halten kann. Wer einen solchen Schnelltest machen möchte, kann diesen ganz einfach in jeder Apotheke oder im Drogeriemarkt kaufen. Zudem bietet Heidelberg zahlreiche Möglichkeiten, einen Schnelltest von Fachpersonal durchführen zu lassen, unter anderem auf dem Schiff Alt-Heidelberg der Weißen Flotte, direkt am Schiffsanleger gegenüber der Stadthalle. Ich habe mir heute Verstärkung geholt, denn ich möchte euch diesen wunderschönen Weg nicht einfach nur zeigen, sondern euch auch mit jeder Menge spannender Hintergrundinformationen füttern. Daher kommt heute zu mir Jessica Lenz, Gästeführerin in Heidelberg. Und Jessica, wo stehen wir denn hier? Ist ja jetzt eine Villa, aber nicht unbedingt typisch für Heidelberg. Nein, das ist das Café oder war das Café Philosophenhöhe und war so Anfang des 20. Jahrhunderts extrem beliebt. Da sind die Wochenendausflügler hergekommen, haben da auf der Terrasse Kaffee getrunken, haben den Ausblick genossen. Wo ist denn jetzt unser nächster Stopp oder unser erster Stopp auf dem Philosophenweg? Ich würde vorschlagen, wir laufen jetzt durch bis zum Philosophengarten. Okay. Dann zeige ich dir die tollen Pflanzen, die dort wachsen. Okay, sehr gerne. Los geht's. Okay. Im Philosophengarten sind so viele wunderschöne exotische Pflanzen anzutreffen. Warum ist das so? Wer hat die damals hier angepflanzt und warum gedeihen die hier so prächtig? Also gedeihen tun sie deswegen so prächtig, weil Heidelberg sowieso schon ein warmer Ort ist, aber am Philosophenweg ist es noch mal 1,5 Grad wärmer. Also angelegt wurde der Garten Mitte des 19. Jahrhunderts. Vorher war das ein Weinwirtschaftsweg, und wo die Bauern wirklich nur hochgegangen sind, um Wein zu ernten. Und der Wein wurde dann aber nicht mehr angebaut. Und dann hat man gesagt, dann macht man eine schöne Anlage draus und hat ihn dann eben Philosophenweg genannt. Wir stehen jetzt hier am Merianstich. Jessica, was gibt es hierüber zu erzählen? Also wir fangen mal an mit dem berühmtesten, mit dem Schloss. Und man sieht hier halt sehr schön diese Gartenanlagen, die eigentlich hätten gebaut werden sollen als 8. Weltwunder, der sogenannte Hortus Palatinus. Da sieht man jetzt, dass natürlich sich das stark verändert hat. Man sieht hier den Geisberg, der ganz unbewaldet ist, und hier den Königstuhl ganz unbewaldet. Warum Heidelberg Heidelberg heißt, hat mit diesen beiden Hügeln oder beiden Bergen zu tun. Weil das alte Wort Heddel, also das war ein Wort für Ziege. Eine der Theorien ist eben, dass da die Ziegen geweidet haben und das eben von Heddel zu Heidel und dann eben Heidelberg daraus wurde. Also es ist so eine ganz interessante Theorie. Wir stehen jetzt hier an einem weiteren Aufgang zum Philosophenweg, nämlich dem Schlangenweg, der da so heißt, weil... Also nicht, weil es hier gefährliche Schlangen gibt, auch wenn der Name das vielleicht suggeriert, sondern weil er so schlangenförmig angelegt ist und war eigentlich, bevor er befestigt wurde, ein ganz normaler Weg, der eben hochführte in diese Weinberge, die es da früher gab, und wurde dann aber mit dem Bau der alten Brücke, also Ende des 18. Jahrhunderts herum, befestigt. So, dann geht's weiter jetzt zum Liebestein, und was es damit auf sich hat, das erklärst du mir auch gleich. Das mache ich. Okay. Ja, diese Tradition des Schlösser-Festhakens für das Paar, das eben auf ewig Paar bleiben möchte, die gibt's ja, die kennt man ja auch aus anderen Städten. Und jetzt haben aber die Leute das an der alten Brücke angebracht, und das war dann auf Dauer nicht so gut. Deswegen hat man diesen wunderbaren Stein hier hergestellt, und wenn man da durchschaut, dann hat man den direkten Blick aufs wunderschöne Schloss. Romantischer geht's ja praktisch gar nicht. Also für alle Liebenden, hier dürft ihr gerne euch für immer verewigen.
Wir stehen mitten auf der alten Brücke und abgesehen von der wunderschönen Aussicht, natürlich aufs Heidelberger Schloss, was gibt es noch zu berichten? Gebaut wurde sie 1788, weil ein paar Jahre vorher ein großes Hochwasser mit Eisgang hier die Vorgängerbrücke zerstört hat. Also die Brücken davor waren eben alle aus Holz. Und die 9., also jetzt die Karl-Theodor-Brücke, so wie wir sie jetzt sehen, ist dann eben aus Stein gebaut worden. Also der Kurfürst hatte dann ein Einsehen mit seinen Heidelbergern und hat gesagt, ihr braucht eine vernünftige Brücke, das muss ein bisschen länger halten als immer nur ein paar Jahre, und hat ihnen dann eine tolle Steinbrücke hingestellt. So, wir sind am Ende der alten Brücke angekommen und auch fast am Ende unserer wunderschönen Ausflugstour heute. Aber einen Stopp haben wir noch eingelegt, und zwar hier beim Brückenaffen. Ja, das ist ein ganz wichtiger Stopp, den man hier machen muss, denn wir wünschen uns ja, dass die Leute wiederkommen nach Heidelberg. Und um das sozusagen zu erreichen, streichelt man doch bitte die Finger dieses Affen. Und wenn man auch noch Interesse hat an etwas Reichtum, darf auch Kinderreichtum sein, dann streichelt man am besten noch die Mäuse. Und genau, und dann sieht man noch diesen Spiegel hier, der ist ganz wichtig für den Affen. Das ist so ein bisschen der Aufruf zur Bescheidenheit, einfach zu sagen, wir sind alle gleich und keiner erhebe sich über den anderen sozusagen. Jessica, vielen Dank für den wunderschönen heutigen Tag und dass du all dein Wissen heute mit uns geteilt hast. Sehr gerne. Und euch vielen Dank fürs Zuschauen heute. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne mal ein Like da. Auch gerne liken auf Instagram, Facebook und all unseren Kanälen von Heidelberg for You. Eine nächste Folge von Places for You gibt es auch ganz bald wieder zu sehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.